Hallo und willkommen in meiner Küche. Bei sommerlicher Hitze bleibt die Küche gerne kalt und ein Caprese-Salat ist genau das Richtige. Allerdings verwende ich für diesen Salat nicht einfach nur Tomaten mit Mozzarella, sondern schon noch ein paar weitere Zutaten, sodass dieses ohnehin schon leckere Essen ein besonderes Geschmackserlebnis wird. Zunächst einmal schneide ich für 2 Personen 2 Frühlingszwiebeln in feine Scheiben. Sie werden auf den Tellern verteilt. Verschiedenfarbige kleine Tomaten werden halbiert und ebenfalls auf den Tellern verteilt. Man sollte Wert auf hochwertiges Gemüse legen und am besten Biotomaten verwenden, die schmecken immer besonders gut. Hier habe ich einen Büffelmozzarella. Er ist weicher als Mozzarella aus Kuhmilch, der manchmal eher an Gummi erinnert. Er wird von Hand zerrissen. Das ist einfacher und sieht besser aus. Die mundgerechten Stücke werden zwischen die Tomaten gelegt, sodass man diese noch zu sehen bekommt. Das ist eine weiße Zwiebel, welche ich von Hand in Streifen schneide und über die Zutaten verteile. Die Zwiebel verleiht dem Essen ein wenig Schärfe und sorgt auch für etwas Biss. Und jetzt komme ich zu der Zutat, die das Essen auf ein ganz anderes Niveau hebt. Hier habe ich Sardellen in Salz. Bitte jetzt nicht die Augen verdrehen. Die Sardellen schmecken nicht fischig, sondern eher nach Umami und sie verleihen dem Salat das gewisse Etwas. Mit Hilfe eines Fleischspießes werden 1 bis 2 Sardellen aus dem Glas gezogen und sie werden so wie sie sind in Stücke gezupft und über dem Salat verteilt. Sie sind sehr salzig, also braucht man nicht zu viel davon. Andererseits kann man bei heißem Wetter ruhig etwas Salz vertragen. Hier ist eine weitere mediterrane Zutat, die auch noch auf den Salat kommt: Kalamata-Oliven in Öl. Sie haben noch ihren Stein, den ich immer entferne. Das geht ganz einfach, wenn man den folgenden Trick kennt. Man muss nämlich einfach nur die Oliven mit der flachen Messerklinge etwas platt drücken, anschließend von oben aufschneiden und dann lässt sich der Stein ganz einfach herausholen. Ich verspreche euch, diese Oliven sind viel besser als die bereits entsteinten. Sie haben einen tollen Geschmack und geben dem Essen ebenfalls eine andere Dimension. Wir sind aber noch nicht fertig. Hier habe ich noch frischen Knoblauch, der aber nicht roh verwendet wird, da er sonst die anderen Zutaten zu sehr dominieren würde. Je nach Vorliebe und Größe nimmt man 3 bis 4 Zehen, die man entweder ganz lässt oder halbiert und in etwas Olivenöl anbrät, bis sie glasig werden. Das geht relativ schnell, so dass man vorsichtig sein muss, damit der Knoblauch nicht anbrennt, was schade wäre. Es hilft, den Knoblauch ständig umzurühren, sodass sich die Hitze gleichmäßig verteilen kann. Sobald der Knoblauch anfängt, an den Rändern glasig zu werden, wird die Hitze reduziert und wenn die Zehen durch und durch glasig sind, nimmt man den Topf sofort vom Feuer. Bei mir hat das ungefähr 2 Minuten gedauert. Der Knoblauch wird umgehend auf dem Salat verteilt, das Öl lässt man noch abkühlen. Zum Abschluss werden die Basilikumblätter verteilt. Basilikum ist ein sogenanntes kühlendes Gewürz, wahrscheinlich mag man es deswegen bei heißem Wetter besonders gerne. Die Blätter werden je nach Größe ganz gelassen oder einfach etwas zerzupft. Und natürlich werden auch noch die Oliven auf den Salat gegeben, sowie das mittlerweile abgekühlte Olivenöl. Fertig ist das Essen. Dazu reicht man etwas Brot. Vielleicht probiert ihr dieses Essen ja einmal aus. Hier ist noch die Zutatenliste für 2 Personen. Caprese-Salat mal anders. 2 Frühlingszwiebeln, ca. 250 Gramm verschiedenfarbige kleine Tomaten, 2 Büffelmozzarella, eine kleine weiße Zwiebel, 2 bis 4 Sardellenfilets in Salzlake, nicht Sardellen in Öl oder Sardellen in Essig, 10 Kalamata-Oliven in Öl, 4 bis 6 Knoblauchzehen, je nach Größe und Vorliebe, 2 bis 3 Esslöffel Olivenöl, ca. 20 Blätter frischen Basilikum. Dazu reicht man Brot. Viel Spaß beim Zubereiten und vor allem guten Appetit!